Wir befinden uns mitten in der Affen City am Gedenkort des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs. Wir interviewen heute Frau Markert aus der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg. Von ihr möchten wir mehr über die Geschichte dieses Ortes erfahren. Der Hannoversche Bahnhof war einer von verschiedenen Regionalbahnhöfen in Hamburg, 1906 gebaut worden. Und wir stehen eigentlich genau hier an diesem Ort. Also im Hintergrund wäre dann das große Bahnhofsgebäude und im Vordergrund hier an der Seite ist eigentlich das letzte erhaltene Gleis von dieser Bahnhofsanlage, Bahnsteig 2. Der Bahnhof hat eigentlich so den Verkehr nach Süden bedient, deshalb heißt er auch Hannoverscher Bahnhof. Es war also ein ganz normaler Bahnhof in Hamburg. Das Besondere an diesem Bahnhof ist, dass ab 1941, am 25. Oktober, die ersten Deportationszüge von diesem Bahnhof abgegangen sind, die Sinti und Roma und jüdische Männer und Frauen und Kinder aus Hamburg deportiert haben. Dafür ist dieser Bahnhof eben als Gedenkort jetzt entwickelt worden, weil er eben der Bahnhof war, von dem die Vernichtungszüge zur Vernichtung der europäischen Juden aus Hamburg ausgegangen sind. Deportation heißt Menschen gegen ihren Willen an einen anderen Ort bringen. Also das war ja sozusagen der Ort, von dem die Menschen Hamburg verlassen mussten. Da vorausging, dass sie aus ihren Wohnungen geholt wurden von der Gestapo. Zu bestimmten Daten wurden systematisch alle Hamburger Stadtteile durchgekämmt und dann wurde den Leuten wenig Zeit gelassen, also das, was sie brauchten, kleinen Koffer zu packen, und dann wurden sie mit Lastwagen zur Moorweide abtransportiert und da wurden dann so diese Gruppen zusammengestellt, in denen die Menschen in diese Deportationszüge dann gebracht wurden. Das ist natürlich ein Ort, der erinnert an die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus und an den Holocaust, so wie er eben in Hamburg sich abgespielt hat. Und der war jahrzehntelang vollkommen im Niemandsland. Also hier war ja eigentlich Bahngebiet, da ist keiner spazieren gegangen. Und es hat eigentlich bis 2004 gedauert, dass eine Forschergruppe im Institut für Zeitgeschichte eine Studie entwickelt hat. Da geht es eben um die Deportation der Hamburger Sinti und Roma in die Vernichtungslager. Das war so der erste Anstoß. Und dann gab es 2009 eine Ausstellung im Kunsthaus in Hamburg, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, zu diesem Thema, Deportation der Hamburger Sinti, Roma und Juden. Und da ist dann eigentlich das Thema in der Öffentlichkeit gewesen und seitdem gibt es Bemühungen, also einen richtigen Dokumentationsort zu schaffen. Also der Anfang ist jetzt hier gemacht mit den Tafeln und der Freilegung der Gleise. Der nächste Schritt soll dann sein, also ein festes Gebäude, ein Dokumentationszentrum, wo man eben täglich reingehen kann und sich informieren kann. Das ist in der europäischen Geschichte und in der deutschen Geschichte ein ganz furchtbares Kapitel, dass man an jedem Ort, wo sich Einzelschritte zu dieser Massenvernichtung abgespielt haben, erinnern sollte, damit sowas nie wieder passiert. Vorher wusste ich nicht, dass mitten in einem Park ein Bahnhof gab, wo 10.000 Juden in den Tod deportiert wurden. Meine Meinung dazu ist, ich finde es nicht richtig, dass Menschen so beurteilt wurden, nur weil die an was glauben, was sie richtig hielten. Es ist gut, dass heute noch ein Gedenkort gibt. Um die Menschen wieder zu erinnern, wie schlecht die behandelt wurden.